Ich bin Andreas. Heute ist Dienstag, der 20. März 2018. Ich komme gerade vom Spaziergang mit meinem Hund und da sind mir folgende Gedanken durch den Kopf gegangen. Es ist aber seit Jahren so, dass mir bestimmte Punkte der Bibel immer wieder sozusagen aufstoßen oder auffallen. Ich nehme mal einen wichtigen Punkt. Das ist, wenn man das Alte Testament nimmt, der erste gefallene Engel, der höchste Engel, ist Luzifer. Luzifer bedeutet der Lichtträger, der Lichtbringer. Das ist also eigentlich etwas Positives. Licht bedeutet auf der geistigen Ebene Wahrheit. Also auf die geistige Ebene übertragen heißt es, er ist jemand, der die Wahrheit bringt. Das geistige Licht. Und er wird bezeichnet, sozusagen, wird verspottet, kann man nicht sagen, aber abgestraft. Ja, du bist zu stolz gewesen und jetzt bist du gefallen mit all deiner Schönheit und all deiner Pracht. Das hast du jetzt davon, sozusagen, das ist der Tenor. Der Morgenstern ist der Planet Venus bei uns in unserem Sonnensystem oder Sternsystem. Der Morgenstern ist in der einen Jahreshälfte der erste bzw. der letzte sichtbare Stern vor Sonnenaufgang. Das heißt, kurz bevor die Sonne aufgeht, sieht man noch einen einzigen Stern, das ist der Morgenstern, die Venus. In der anderen Jahreshälfte ist es der Abendstern. Das heißt, der erste sichtbare Stern am Abendhimmel ist die Venus. Das ist der hellste von diesen Sternen. Das heißt, es sind beide Gegensätze in einem vereint. Der Morgen und der Abend. Wenn man die Bibel liest, gibt es die Aussage von Jesus, überlieferte Aussage: Ich, Jesus, habe gesandt, meinen Engel zu bezeugen, ich bin die Wurzel Davids, der helle Morgenstern. So, das ist die Frage, ist damit der gleiche Stern gemeint? Das ist das eine. Wenn ja, dann sind sie, ja, wenn beides richtig ist, wahr ist, sind sie identisch oder sie kommen beide vom gleichen Planeten, von der Venus. Das ist der Punkt, der mir immer wieder aufstößt. Dann heißt es, er sagt, ich bin die Wurzel Davids. Das ist etwas anderes. Das heißt ja, die Wurzel ist der Ursprung, der Halt, das, woraus etwas erwächst. Dann, das ist etwas anderes als ich bin die Nachfolge Davids. Nach dem jüdischen Glauben heißt es ja, dass der Messias praktisch ein direkter Nachkomme aus der Linie Davids sein muss. Das sind Sachen, darüber ja, muss man mal reden und nachdenken und das halt auch da schauen, wo ist da die Lösung. Aber ich habe leider nie Gesprächspartner. Ich bin immer mit meinen Gedanken für mich allein. Ich bekomme auch ja keine geistreichen Antworten oder Antworten, dass ich sagen könnte, da entsteht ein Dialog, sondern ich teile mit, was mir durch den Kopf geht. Und dann sage ich, okay, also da muss man mal schauen, sind Luzifer und der überlieferte Jesus in der Bibel, ist das das eine? Sind sie identisch oder kommen sie vom gleichen Planeten? Dann der Punkt, Lichtbringer bedeutet ja etwas Positives. Er bringt die Wahrheit, das würde zusammenfallen mit der Offenbarung nach dem Neuen Testament. Die Offenbarung ist die Zeit der Wahrheitsfindung. Nichts, was verborgen ist, wird verborgen bleiben. Und das heißt, man muss sozusagen in dem Vergangenen
schauen, was sind die Irrwege, die Irrtümer gewesen und wo ist kein Licht, weil es nicht die Wahrheit ist, sondern wo ist man da auf einem Irrweg, befindet man sich sozusagen im Schatten. Das ist wichtig, da kann man mal drüber nachdenken. Dann habe ich einen Punkt, der mir immer wieder aufstößt, aber auch schon seit dem ersten Mal, als ich die Bibel gelesen habe oder davon gehört habe, das heißt schon in der Grundschule. Die Erzählung von Abraham und Isaak. Dass Abraham sozusagen von Gott den Befehl bekommt, seinen Sohn Isaak zu opfern. So, er soll ihn opfern. Und Isaak, sorry, das ist ein Versprecher, ich meine Abraham, hat schon sein Messer in der Hand und will die Kehle seines Kindes durchschneiden. Dann erscheint ein Engel am Himmel, der das verhindert. Er sagt, nein, stopp. Da ist eben halt dieser Punkt, bei dem ich immer wieder lande. Das heißt, wenn Gott es wirklich einen allmächtigen Gott gibt und Gott sagt, tue dies, dann ist es die größte Kraft, die dieses sagt. Dann kann kein Engel mehr Kraft haben als Gott. Deshalb gibt es eigentlich nur die eine Lösung. Entweder Gott selber war der Engel, das war so eine Prüfung für Abraham, oder Gott hat den Engel geschickt. Und ich verstehe dieses jetzt in den letzten Jahren, wo ich sehr viel darüber nachdenke, so, dass es eine Prüfung für Abraham gewesen ist. Allgemein wird in der Kirche gelehrt oder auch im Religionsunterricht oder bei den vielleicht sehr, sehr vielen Christen auch, dass es sozusagen eine Prüfung war, ob Abraham gehorcht, ob er sozusagen brav ist und tut, was ihm gesagt wird. Und das wird positiv angerechnet, dass er bereit war, sein Kind zu töten. Und das sehe ich halt völlig anders als Gegenteil. Ich sehe es als eine Prüfung. Wie ist sein Charakter, sein Gewissen? Hat er ein, wo ist sein Herz? Hat er Skrupel, sein Kind zu töten? Oder opfert er blindlings quasi einer höheren Autorität, auch wenn es gegen sein eigenes Gefühl oder Denken geht? Und so verstehe ich es, und ich verstehe es auch so, diese Erzählung, dass der Engel gesandt ist, halt um dieses zu verhindern, oder was wir Gott nennen, ist selber der Engel gewesen. Und er kommt sozusagen in letzter Sekunde, bevor Abraham aus Gehorsam tötet. Auch er würde damit ja gegen das Gebot verstoßen, du sollst nicht töten, oder manche sagen, das heißt gar nicht richtig übersetzt, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden. Okay, dann heißt es eben, du sollst nicht morden. Das wäre ja aber ganz klar Mord gewesen, auch wenn man es tut, weil ein anderer das sagt. Es ist ja nicht weniger Mord, als wenn ich es einfach so mache. Und für mich ist es so, diese Erzählung ist es sozusagen so wie die Geschichte, die Erzählung der Befreiung aus Ägypten, aus einer Art geistiger und charakterlicher Sklaverei. Ist auch dieser Stopp, heißt, denke darüber nach und prüfe dich und prüfe deinen Charakter und habe den Mut zu sagen, nein, das verstößt gegen das Gebot, du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, es widerspricht meinem Herz. Und ich sage, ich bin halt auch ein Vater von 3 Kindern, die inzwischen alle erwachsen sind. Und ich kann aus meiner Vaterschaft nur sagen, ein liebender Vater opfert niemals sein Kind. Aus keinem Grund. Er opfert immer sich selbst, wenn es sein muss, aber niemals sein Kind. Es ist sozusagen zu verstehen, du siehst, dein Kind läuft auf die Straße oder ist auf der Straße und es kommt aus einer äh, anderen Richtung irgendjemand, der will deinem Kind etwas Böses. Was machst du da als Vater? Du schaust da nicht zu und sagst, mach mal, sondern
ohne dass du nachdenkst, das ist sozusagen ein automatischer Impuls, rennst du los und du wirfst dich dazwischen, du versuchst es zu verhindern. Und genauso handelt jeder Vater, der liebt. Wenn also diese Erzählung richtig verstanden ist und interpretiert ist, dass das, was wir Gott nennen, sein Kind opfert, weil er die Menschen so liebt, kann etwas nicht stimmen. Entweder es ist keine Opferung, das heißt, es ist aus freiem Willen, es ist eine andere Ebene. Dann kann man das auch nicht immer ehren und sagen, wir sind so tolle Wesen, Gott hat uns sein einziges Kind gegeben. Das passt nicht zusammen. Und wenn es aber tatsächlich eine Opferung war, kann Gott nicht ein liebender Gott sein, weil er sein Kind opfert. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, dass es diesen Ausspruch von Jesus gibt. So glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater ist in mir. Das heißt, wenn man das, und er sagt ja auch, es sind nicht meine Worte, es ist der Vater, der durch mich spricht. Wenn man das jetzt mal ernst nimmt und sagt, okay, der eine ist im anderen, dann würde das auch bedeuten, dass wenn einer von beiden gekreuzigt wurde, beide gekreuzigt wurden, weil der eine im anderen ist. Und dann ist es wieder etwas anderes mit der Kreuzigung. Und es gibt noch eine Möglichkeit, dass der Gekreuzigte überhaupt der Vater gewesen ist und nicht der Sohn. Dann wäre es auch so, es hat sich sozusagen der Vater hingegeben, weil es ja aus seiner Verantwortung auch quasi ist. Ja, das finde ich mal sehr, sehr wichtig, darüber nachzudenken. Und nicht immer einer redet etwas vor und alle anderen plappern nach. Das bringt uns nicht weiter. Sondern ist hier die Wahrheit, wie ist das gemeint? Und immer wieder auch der Punkt, sind die ursprünglichen Texte richtig übersetzt? Es ist ja manchmal so ein einzelnes Wort, das falsch interpretiert ist, falsch übersetzt ist, kann einen ganzen Text von 100 oder von 1000 Seiten in eine falsche Richtung lenken, nur weil ein Begriff nicht stimmt in der Übersetzung. Und da gibt es so viel zu tun für alle Religionswissenschaftler. Kniet euch da rein und diskutiert es und diskutiert das öffentlich und diskutiert es auch in den Kirchen. Die Kirchen sind keine Schweigeräume, in die man hineingeht und sozusagen auf Gedeih und Verderb nachredet, was ein anderer vorredet, sondern da geht man auch mit Geist hinein. Und wenn man Fragen hat, finde ich, dann darf man auch in der Kirche eine Frage stellen. Man darf auch einem Pastor eine Frage stellen. Auch wenn sich dann alle anderen umdrehen und sozusagen denken, oh, was ist das für einer? Da, der spricht laut in der Kirche. Das habe ich mal gemacht als junger Mann in einem Dorf. Und oh, das war eine Ungehörigkeit. Jemand spricht in der Kirche und stellt eine Frage. Also Leute, das macht mal. Das finde ich, das ist sehr wichtig, dass wir da diese Punkte herausfinden. Ja, okay. Mal eben schauen, ob ich noch einen Punkt habe. Es gibt so viele wichtige Sachen, die einfach offen sind. Ja, dann habe ich das habe ich auch geschrieben, auf Facebook geschrieben. Wenn ein Mensch einen anderen Menschen tötet, verstößt er gegen dieses Gebot, du sollst nicht töten oder auch du sollst nicht morden. Und was er macht, das ist eigentlich, dass er dieses höhere Recht, was es gibt, ebenso wie es einen höheren Richter gibt, das höhere Recht ist die Evolution des Geistes. Es ist ein Recht, das steht über dem, was die irdischen Richter, die jetzt Jura studiert haben und aus dem Gesetzbuch, das hier aber von Menschen geschrieben worden ist, sozusagen predigen, gibt es dieses höhere Recht. Das höhere Recht, das ist die Evolution des Geistes, unseres Geistes.
die Evolution von Geist und Nächstenliebe. Wie weit haben wir uns da entwickelt als Mensch? Wie weit? Und jemand, der einen anderen tötet, der zerstört diese Höherentwicklung und stürzt sie runter in das Nichts. Oder in einen Bereich, in dem es keine Nächstenliebe gibt. Und das ist der Richter. Das heißt, jeder Mensch richtet sich selbst, weil er trägt die Konsequenz für sein Handeln. Ein Mensch, der einen anderen Menschen tötet, richtet sich selbst, er wirft sich oder seine Seele in einen Bereich, in dem es weder Geist noch Nächstenliebe gibt. So, darüber soll mal jeder nachdenken. Das gilt für alle Menschen, egal ob Christ, Muslim, egal welche Religion man angehört, denn es gibt nur dieses selbsterfüllende Wort. Und dieses selbsterfüllende Wort gilt für alle. Das ist halt die Power, die Kraft. Ja. So denkt mal drüber nach und ich würde mich freuen, wenn es Kommentare dazu gibt, geschrieben sind, auch kritische Kommentare. Und ich bestehe gar nicht darauf, dass ich immer recht habe, sondern ich sehe mich so, ich gebe Anstöße und sage, okay, wie ist das gemeint? So und so und so. Lasst uns drüber nachdenken. Also, Shalom, einen schönen Tag, eine schöne Woche wünsche ich euch. Ja, ciao, alles Gute.